der Herausforderer, Michael Knight. Er hat heute die Chance, internationaler MWA-Champion zu werden, der Publikumsliebling. Ja, da sehen wir schon, das Publikum feiert. Michael Knight klatscht hier ab bei seinen Fans. Michael Knight ist wirklich die Nummer 1 in Publikumsunterstützung. Er ist der absolute Fan-Favorite hier. Michael Knight. Der International Highlight am heutigen Abend. Er will unbedingt das Gold. Er will unbedingt Steve Douglas endlich vernichtend schlagen. Und das im ersten Leiterkampf in der Geschichte der Lübecker Hansehalle. Das Publikum feiert ihn, er klatscht mit ihm ab. Und wer ihm in die Augen blickt, der wird sehen, dass da die absolute Entschlossenheit ist. Ja, und so wie das aussieht, wird er ja auch jeden Fan fast einzeln begrüßen hier. Klettert fast noch auf die Tribüne herauf. Und wird auch gleich umringt hier von seinen Fans, die alle ein Stück von ihrem Helden haben. Ja, hier natürlich die fairen Aktionen. Handshake mit Mirko und mit dem Ringrichter. Das sind natürlich Sachen, die kennt man von Michael Knight. Aber das zeichnet natürlich auch einen fairen Sportsmann aus. Unser Gegner. Und auch hier die Bitte, keine Gegenstände in den Ring schmeißen. Mit 1,84 Meter Größe und 91 Kilogramm aus Dresden der amtierende MWA-Champion Steve Douglas. Ja, da hat Mirko natürlich recht. Also es ist natürlich nicht gut, wenn man Gegenstände in oder an den Ring schmeißt. Auch wenn es nur Papierkügelchen oder ähnliches ist, weil sowas kann natürlich die Kämpfer in ihrer Konzentration stören. Und das sind natürlich alles gefährliche Aktionen, die da im Ring gemacht werden. Und wenn da tatsächlich die Konzentration gestört wird, kann das schon wirklich Verletzungen nach sich ziehen. Also auch von meiner Seite hier nochmal, wenn ihr oder sie mal am Ring sein sollte, bitte keine Gegenstände oder Papierkügelchen oder ähnliches an oder in den Ring schmeißen. Auch so harmlos wie es aussieht, das kann doch schon gefährliche Auswirkungen haben. So, und hier sehen wir dann den internationalen Champion der MWA, Steve Douglas, zum Ring kommen. Er ist, wie International wissen, er ist das absolute Meisterstück in der Sammlung der Klienten des Match of Champions. Und dieser legt sich hier gerade auch einmal kurz mit den Zuschauern an. Und da sehen wir den Match of Champions, der ist natürlich immer noch sauer, dass gerade sein Klienten Chaos verloren hat, gerade gegen Murat Bosporus. Aber hier ist jetzt die volle Konzentration gefragt. Es ist die volle Konzentration da bei beiden Männern. Denn sie wissen ganz genau, wie wichtig es ist, diesen Kampf heute zu gewinnen und weiter die absolute Dominanz über die MWA ausüben zu können. Begleitet wird Steve Douglas natürlich auch von der hinreichenden Miss J&K, die wir schon gesehen haben. Und Steve Douglas legt sich jetzt noch ein bisschen mit den Zuschauern an. Ja, wobei meiner Ansicht nach er sich eigentlich mal so ein bisschen auf den Kampf konzentrieren sollte. Es geht hier schließlich um seinen Titel. Er sollte sich solche Kleinigkeiten, wie hier mit dem Publikum zu diskutieren, lieber sein lassen und seinen Fokus wirklich gezielt hier auf den Kampf richten. Denn wenn er sich immer wieder hier vom Publikum ablenken lässt, kann es auch ganz schnell dazu führen, dass er hier seinen Titel los ist. So, kommen wir nochmal schnell zu den Fakten. Wir haben auf der einen Seite aus Norderstedt den Herausforderer, der International Highlight Michael Knight. Michael Knight gilt als absoluter Top-Mann im norddeutschen Raum, mittlerweile auch in ganz Deutschland. Auch in Europa ist er gern gesehen.
Exkursion nach Holland, Dänemark, Schottland. Alles hat der junge Mann aus Norderstedt hinter sich. Er ist bekannt durch sein schnelles, technisches Wrestling. Sein Parademanöver ist der Lights-Out-Driver. Er ist ein einfacher MWA-internationaler Meister. Im letzten Jahr, im Juni, verlor er gegen eben jenen Steve Douglas den Gürtel. Und jetzt kommen wir zu Steve Douglas. Steve Douglas ist zweifacher MWA International Champion. Er ist die International Vision. Er ist, wie schon angesprochen, das goldene Stück im Puzzle Death Manager of Champions. Und er trägt genau den Gürtel, der gerade oben über der Hallendecke hängt. Sein Parademanöver ist die natürliche Auslöser. Er gilt als schlitzohrigster und geliebster Wrestler auf dem europäischen Festland. Und jetzt lassen wir doch einfach mal die Taten sprechen. Ja, da standen die beiden Konkurrenten im Ring, haben beide nach oben zur Decke geschaut, zu dem Gürtel. Das Ziel des heutigen Abends ist es natürlich, diesen Gürtel für sich zu sichern. Auch in diesem Kampf ist es so, dass wir keine Auszählen haben, keine Disqualifikation. Es gewinnt der Kontrahent, der als erstes den an der Decke hängenden Gürtel dort herunterholt und in seinen Händen hält. Und bestenfalls nutzt man dazu natürlich eine Leiter. Allerdings gibt es auch andere Möglichkeiten. Wenn man sich mal Tim Süchsdorf, den Manager of Champions, anguckt, der ist 2,4 Meter groß. Wenn sich Steve Douglas beispielsweise auf dessen Schultern stellt, dürfte man schon oben an den Gürtel herankommen, falls eine Leiter nicht zur Verfügung stehen konnte vielleicht. Ja gut, das würde natürlich voraussetzen, dass Tim Süchsdorf sich dazu herablässt, dann auch hier körperliche Arbeit zu tätigen. Aber wir sind ja jetzt erstmal hier in einem Kampf. Dort haben wir eben gesehen, dass beide in Lock abgegangen sind. Die Kräfteverhältnisse scheinen hier auch wirklich ausgeglichen zu sein. Aber wie wir hier sehen, das Publikum steht hier, wie nicht anders zu erwarten, wie eine Eins hinter Michael Knight. Und wir haben ja schließlich schon in beiden vorangegangenen Kämpfen gesehen, was es ausmachen kann, wenn die Zuschauer hinter einem stehen. Ja, wenn man mal zuhört hier, das ist wirklich eine Lautstärke hier in der Hansehalle, das ist eine Stimmung hier in der Hansehalle. Hier bebt der Boden, das ist Wahnsinn. Waistlock von Steve Douglas. Aber Michael Knight mit dem Wristlock in der Oberhand. Die beiden kennen sich gut. Schließlich ist das Konter hier von Steve Douglas. Mittlerweile das vierte Aufeinandertreffen der beiden. Sie kennen sich mittlerweile in- und auswendig. Sie haben sicherlich schon Konter auf Konter auf Konter für die Aktion des anderen entwickelt. Und jeder Kampf der beiden ist ein absolutes Paradebeispiel für wunderschönes, neuwertiges, technisches Wrestling. Schöner Haltegriff hier von Steve Douglas. Und ein Konter von Michael Knight. Jetzt zeigt Steve Douglas wieder, dass er ein wenig... Nun... Hören wir einfach die Zuschauerreaktion. Lockert der beiden Kontrahenten. Wieder Douglas erst mit der Oberhand. Hier ist wieder der Wristlock. Oh, und er beißt hier in die Hand von Michael Knight. Ja, er fordert hier vom Ringrichter, nur kann natürlich nichts machen. Wir haben ohne Disqualifikation hier. Oh, und die Reaktion gleich von Michael Knight seinerseits. Beißt in die Hand von Steve Douglas. Wir haben die beiden ja noch nicht gefrühstückt heute. Wo wir gerade von Konter auf Konter sprechen, ne? Ja, Tim Süchsdorf beschwert sich hier, wobei er natürlich keinen Grund hat zur Beschwerde. Oh, gibt's da Handküsschen? Ja, oder er pustet erstmal. Das Publikum scheint es zu mögen. Ja, wieder die allseits bekannten Rufe. Und wieder hat Steve Douglas anscheinend die Oberhand. Oh, schneller technischer Ablauf von
Michael Knight. Er bringt Douglas zu Boden, rennt in die Seile. Kontert den Hip-Toss aus. Weicht dem Elbow aus, schickt Douglas selber in die Seile. Ansatz zum Hip-Toss. Douglas kontert. Nein, ausgewichen. Armdrag von Michael Knight. Aber gleich der Armdrag von Steve Douglas. Und der Dropkick von Michael Knight hier. Dropkick von Douglas. Ja, da können wir natürlich wieder sehen, dass absolut ausgeglichen ist hier.